Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus und heute um das Thema Magersucht. Gibt es häufiger Menschen im Autismus-Spektrum, die eine Magersucht haben, wurde ich gefragt? Ja, in der Tat. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Autismus-Spektrum Magersucht hat, ist erhöht. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass einige Menschen im Autismus-Spektrum kein Hunger- und kein Sättigungsgefühl haben und zugleich Regelmäßigkeiten, Routinen lieben und keine Veränderung mögen. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Kind hat sich eine Essensroutine erarbeitet. Das heißt also, isst jeden Tag die gleiche Menge zur gleichen Zeit, beim Frühstück, in der Schule, beim Nachhausekommen, zum Abendessen beispielsweise. Und nun klopft die Pubertät an die Tür und der Energiebedarf steigt. Und das entsprechende Kind verändert seine Routine nicht zugunsten des anderen Energiehaushaltes. Dann kann es relativ schnell zu einem Untergewicht kommen. Das heißt also, bei Menschen im Autismus-Spektrum ist die Magersucht eben häufig nicht begründet damit, dass sie einem bestimmten Schönheitsideal anhängen oder nicht erwachsen werden wollen, sondern häufig hat es damit zu tun, dass ihr Essverhalten nicht durch Hunger und Sättigung reguliert wird und sie an Routinen festhängen. Die Veränderung im Energiehaushalt bedeutet, man muss seine Essensroutinen verändern und das ist für viele Menschen im Autismus-Spektrum schwer. Es gibt unter anderem eine Untersuchung von jungen Mädchen, die wegen Magersucht stationär aufgenommen waren, bei denen man festgestellt hat, 11% von denen bekamen im Zuge ihrer stationären Aufnahme auch eine Asperger-Diagnose, die vorher noch nicht gestellt worden war, weil man festgestellt hat, dass die Asperger-Diagnose ursächlich mit dem Untergewicht zusammenhängt. Also immer dann, wenn das Essverhalten nicht durch Hunger und Sättigung reguliert werden kann, ist die Chance natürlich größer, dass es eine Dysregulation entsteht und man entweder zu wenig oder zu viel isst. Das heißt natürlich nicht, dass alle Menschen im Autismus-Spektrum eine große Wahrscheinlichkeit haben, magersüchtig zu werden. Aber Sie wissen ja auch, nichts ist unmöglich. Autismus